Hallo zusammen, willkommen bei Finance Fellows, eurem Kanal für Finanzbildung. Mein Name ist Marcel und in unserem heutigen Video geht es um die Grundlagen des Geldes. Wir schauen uns hierbei an, welche Rolle das Geld in unserem heutigen Wirtschaftssystem einnimmt, welche elementaren Funktionen es hierbei zu erfüllen hat und abschließend, in welchen unterschiedlichen Erscheinungsformen uns Geld jeden Tag begegnet. Alle Timestamps entsprechend der Agendastruktur findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video! Bevor wir genauer auf die Funktionen und die Formen des Geldes eingehen, schauen wir im ersten Schritt auf die Rolle des Geldes in unserem heutigen Wirtschaftssystem. Um die Gesamtzusammenhänge besser verstehen zu können, betrachten wir am Anfang einen einfachen Wirtschaftskreislauf. Wir haben auf der einen Seite die privaten Haushalte und auf der anderen Seite die Unternehmen. Im Regelfall bieten private Haushalte ihre Arbeitsleistung den Unternehmen an und bekommen dafür Einkommen, also Geld. Mit diesem Geld können dann die privaten Haushalte Konsumausgaben tätigen, also Produkte und Dienstleistungen kaufen. Diese wiederum werden von den Unternehmen zur Verfügung gestellt. Das Geld befindet sich also in einem permanenten Kreislauf und erleichtert den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Damit dieses Wirtschaftssystem so funktionieren kann, muss das Geld folgende Eigenschaften bzw. Funktionen aufbringen. Da steht zu Beginn die Funktion des Tauschmittels. Das bedeutet, Geld muss als offizielles Zahlungsmittel anerkannt sein. Dies ermöglicht nicht nur einen einfachen Warenaustausch, sondern auch die Durchführung von Finanztransaktionen, wie beispielsweise der Vergabe von Krediten. Die zweite wichtige Funktion, die erfüllt werden muss, ist die der Recheneinheit. Haben wir in einer reinen Tauschwirtschaft noch das Problem, unterschiedliche Produkte miteinander zu vergleichen, sind wir in der Lage, mit Geldmünzen und Banknoten unterschiedlicher Prägungen genaue Preise zu definieren. Dadurch wird es uns möglich, auch komplett unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen miteinander zu vergleichen. Die letzte wichtige Funktion, die erfüllt werden muss, ist die des Wertspeichers. Es gibt ja vielleicht Situationen, in denen wir auf der einen Seite keine Produkte oder Dienstleistungen benötigen, auf der anderen Seite aber gerne auf eine größere Anschaffung hinsparen möchten, zum Beispiel das eigene Auto. Damit dies möglich ist, muss das Geld haltbar bzw. wertstabil sein. Die Menschen müssen darauf vertrauen können, dass ihr Geld auch in Zukunft noch etwas wert ist und an Kaufkraft besitzt. Schauen wir uns nun im nächsten Abschnitt die unterschiedlichen Arten des Geldes an. Im Alltag können uns nämlich unterschiedliche Formen des Geldes begegnen, zum Beispiel in Form von Bargeld, Buchgeld oder Giralgeld und digitalem Geld. Gucken wir uns zunächst das Bargeld an. In der Europäischen Währungsunion haben wir den Euro, den es in Form von Münzen und Banknoten gibt. Im Euroraum sind Banknoten dabei das einzige unbeschränkte Zahlungsmittel. Euro-Münzen hingegen sind ein beschränktes Zahlungsmittel. Das bedeutet, Gläubiger müssen nicht mehr als 50 Münzen pro Zahlung annehmen. Versucht also gar nicht erst, euer nächstes Auto in 50-Cent-Münzen zu kaufen. Wie eine aktuelle Studie der Deutschen Bundesbank zeigt, bezahlen die Deutschen sehr gerne mit Bargeld. Im Schnitt werden nämlich 50% aller Zahlungen mit Banknoten oder mit Münzen getätigt. Ein wesentlicher Vorteil des Bargeldes besteht darin, dass Käufe einfach und anonym durchgeführt werden können. Als ein großer Nachteil kann hingegen aufgeführt werden, dass es schwierig und auch aus sicherheitstechnischen Gründen nicht wirklich ratsam ist, größere Geldbeträge mit sich herumzutragen. Werfen wir nun einen Blick auf das sogenannte Buchgeld. Grundsätzlich bedeutet Buchgeld, dass Bankkunden ihr Geld in einer Bank lagern. Der Name rührt dabei noch aus ferner Vergangenheit, als die ersten Bankkaufleute die Guthaben ihrer Kunden nämlich per Hand in einem Buch notierten. Auch heute befindet sich das Buchgeld noch auf Bankkonten, jedoch nicht mehr per Hand niedergeschrieben in einem Buch, sondern gespeichert in Form von digitalen Datensätzen auf den Rechnern der Banken. Schauen wir uns nun die unterschiedlichen Formen des Buchgeldes an. Je nach Art der Verfügbarkeit wird unterschieden zwischen Sichteinlagen, Spareinlagen und Termineinlagen. Sichteinlagen heißen dabei Sichteinlagen, weil Bankkunden kurzfristig, also auf Sicht, über ihr Geld verfügen können. Die gängigsten Formen dabei sind das sogenannte Girokonto und Tagesgeldkonto.
In beiden Fällen gibt es für den Bankkunden keine vertraglichen Laufzeiten. Das heißt, sein eingezahltes Geld ist für ihn jederzeit verfügbar. Dabei ist insbesondere das Girokonto für den schnellen Zahlungsverkehr vorgesehen. So wird es oftmals für die regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben wie beispielsweise Mietzahlungen oder auch Gehaltseingänge verwendet. Weshalb es auch den italienischen Namen Giro trägt, was so viel bedeutet wie Rundreise. Zudem kann das Geld auf dem Girokonto relativ einfach mit Hilfe einer Bankkarte an einem Bankschalter abgehoben werden. Mit dem Tagesgeldkonto können zwar keine direkten Zahlungen getätigt werden, jedoch können die Beträge sehr kurzfristig auf das Girokonto transferiert und von dort aus frei verwendet werden. Die zweite Form des Buchgeldes ist die sogenannte Spareinlage. Mithilfe der Spareinlage soll es dem Bankkunden ermöglicht werden, wie der Name schon sagt, zu sparen. Da er dadurch der Bank längerfristig das Geld zur Verfügung stellt, zahlt diese in der Regel auch ein paar Zinsen dafür. In der Regel kann das Geld zwar flexibel eingezahlt, jedoch nicht flexibel abgehoben werden. Es gelten grundsätzlich die jeweiligen Kündigungsfristen der Banken. Die in Deutschland gängigste Art der Spareinlage ist das sogenannte Sparbuch. Die letzte Form des Buchgeldes stellt die sogenannte Termineinlage dar. Ähnlich wie bei den Spareinlagen wird auch hierbei dem Kunden die Möglichkeit gegeben, Geld zu sparen. Jedoch nicht in Form von regelmäßigen Einzahlungen, sondern in Form eines einmaligen Investitionsbetrages. Da der Bankkunde dieses Geld seiner Bank für einen fest definierten Zeitraum zur Verfügung stellt, bekommt er auch hier Zinsen. Die Höhe der Zinsen variiert und richtet sich nach der Laufzeitlänge. Grundsätzlich gilt, je länger die Laufzeit, desto höher sind die Zinsen. Während der definierten Vertragslaufzeit steht dem Kunden das Geld nicht zur Verfügung. Oftmals werden Termineinlagen auch als Festgeld bezeichnet. Zuletzt kann das Geld auch noch eine digitale Form annehmen. Wie beim Buchgeld existiert das digitale Geld nur noch in Form von digitalen Datensätzen. Anders jedoch als beim Buchgeld werden diese Datensätze nicht mehr auf Bankrechnern gespeichert und verwaltet, sondern auf Speichermedien außerhalb der Bank, wie beispielsweise der Geldkarte, dem Handy oder dem Computer. Die dabei wohl bekannteste Form ist die sogenannte Geldkarte. Hierbei wird das digitale Geld auf einem Computerchip gespeichert, der sich im Regelfall auf der ganz normalen Girokarte befindet. Aufgeladen werden kann die Karte im Regelfall am Geldautomaten. Folgendes Logo gibt Auskunft darüber, ob auch eure Girocard diese Funktion erfüllt. Guckt doch einfach mal nach. Betrachten wir nun im letzten Abschnitt des Videos, wie jeder einzelne von uns durch gewisse Transaktionen und durch gewisses Verhalten die Formänderung des Geldes beeinflussen kann. Bringen wir beispielsweise unser Geld in die Bank, dann ändern wir automatisch den Formzustand von Bargeld zu Buchgeld. Es wird also neues Buchgeld geschaffen. Heben wir hingegen mit Hilfe unserer Girocard Geld von der Bank ab, ändern wir automatisch den Zustand von Buchgeld zu Bargeld. Es wird also neues Bargeld geschaffen. Und laden wir unsere Geldkarte am Bankautomaten auf, ändern wir den Zustand von Buchgeld zu Digitalgeld. Somit wird neues Digitalgeld geschaffen. Dieses Beispiel zeigt sehr schön, dass unser Geld und unser Geldsystem flexibel sind. So können sich die Formen des Geldes je nach Bedarf oder je nach Wunsch der Kunden flexibel ändern. Fassen wir die Inhalte dieses Videos noch einmal zusammen. Wir haben uns im ersten Teil die Grundlagen unseres heutigen Wirtschaftssystems angeschaut, welche wechselseitigen Beziehungen zwischen den privaten Haushalten und den Unternehmen bestehen und wie das Geld das Zusammenwirken dieser beiden Akteure und den Güterstrom vereinfacht. Im Anschluss daran haben wir die Funktionen des Geldes durchleuchtet. Dabei haben wir gelernt, dass das Geld als Tauschmittel, Recheneinheit und Wertspeicher fungieren muss. Im dritten Abschnitt des Videos haben wir uns dann mit den unterschiedlichen Formen des Geldes beschäftigt, nämlich dem Bargeld in Form von Münzen und Banknoten, dem Buchgeld, gespeichert auf Bankkonten in Form von digitalen Datensätzen und dem digitalen Geld, ebenfalls Datensätze, die jedoch außerhalb von Bankrechnern gespeichert werden, zum Beispiel auf der Geldkarte oder dem Smartphone. Hat dir das Video gefallen? Möchtest du auch in Zukunft keines mehr verpassen? Dann schenke uns doch eine positive Bewertung und abonniere unseren Kanal. Das hilft und motiviert uns, auch in Zukunft für euch kostenlose Erklärvideos zu erstellen. Für alle, die uns auch finanziell unterstützen wollen, schaut doch mal bei Patreon oder Steady vorbei.
Wenn ihr mehr über Finance Fellows erfahren möchtet, freuen wir uns auf einen Besuch auf unserer Homepage oder Instagram. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.